Hallöchen, ihr da draußen. Heute möchte ich euch was richtig Cooles zeigen, und zwar, wie ihr es schafft, in Spiralrunden einen geraden Rundenanfang zu haben. Und ja, das geht tatsächlich mit der sogenannten Verschiebungs- oder Versetzungsmasche. Kaum einer kennt sie und die wenigsten machen sie, und dabei können sie so wichtig sein. Warum sind diese Dinger überhaupt gut, denkt ihr jetzt? Ganz einfach. Ich erkläre euch das an diesem kleinen Beispiel hier. Wenn ihr Amigurumis zum Beispiel häkelt und ihr häkelt die fortlaufend immer in Runden, dann passiert genau das. Euer Rundenanfang, der wandert immer weiter nach rechts. Ich habe den hier mal mit einem gelben Faden markiert. Und je höher ihr eure Arbeit häkelt, desto weiter wandert der natürlich auch nach rechts. Das heißt, es verschiebt sich hier nicht nur euer Rundenanfang, sondern eure Arbeit verdreht sich auch. Und das ist der Grund dafür, warum ihr manchmal das Gefühl habt, wenn ihr ein Amigurumi häkelt und ihr stopft das und dann denkt ihr, Mist, wieso sieht das so komisch aus? Ich habe doch genau nach Anleitung gearbeitet. Irgendwie ist das verdreht oder schief. Es sieht einfach komisch aus. Und das liegt tatsächlich nicht primär an euch, sondern ganz oft wird auch überhaupt nicht erwähnt, dass man solche Maschen braucht. Ihr braucht die zum Beispiel nicht, wenn ihr Bälle häkelt oder Körper, die halt einfach nur rund sind, wie zum Beispiel meine Qualle oder mein Monsterchen, ja. Aber wenn ihr zum Beispiel Puppen häkelt, ja, so Figuren mit Konturen, die vielleicht einen Kopf haben, dann einen schmalen Körper, unten vielleicht wieder eine etwas breitere Hüfte, dann macht es durchaus Sinn, mit solchen Maschen zu arbeiten, denn sonst sieht eure Puppe verdreht aus, ja. Vielleicht ist das ja dem einen oder anderen auch schon mal passiert. Und ganz oft steht in Anleitungen auch tatsächlich, halte den runden Anfang gerade. Aber es wird nicht erklärt, wie das geht. Und das geht zum Beispiel mit solchen Verschiebungsmaschen. Und wie die genau funktionieren, das werde ich euch jetzt erklären. Jetzt möchte ich dir natürlich erklären, wie genau du überhaupt erkennst, dass du eine solche Verschiebungsmasche häkeln musst. Und ich zeige dir natürlich auch, wie genau das funktioniert. Vorweg möchte ich noch eine wichtige Sache erwähnen. Und zwar kann ich dir hier nicht pauschal sagen, du brauchst diese Masche jetzt alle 2 Runden oder alle 3 Runden, sondern du musst das für dich persönlich analysieren, wie oft du eine solche Masche brauchst. Weil der Rhythmus dieser Masche einfach sehr individuell ist. Also der eine, der braucht vielleicht alle 3 Runden eine solche Masche, der andere braucht alle 5 Runden eine solche Masche. Das ist einfach total individuell, genauso wie die Größe der Nadelstärke, deine Garnwahl oder auch der persönliche Häkelstil. All das spielt hier einfach mit rein. Deswegen gibt's hier keine pauschale Aussage, mach die jetzt alle paar Runden, sondern du musst halt selbst herausfinden, wie oft du die brauchst. So, ich hatte ja anfangs schon gesagt, die Verschiebungsmasche ist dazu da, dass dein Rundenanfang immer möglichst gerade bleibt. Auch wenn du deine Häkelarbeit weiter fortsetzt, damit eben das hier nicht passiert, dass sich dein Rundenanfang immer weiter nach rechts verschiebt. Denn dann dreht sich deine Arbeit irgendwann. So, damit du jetzt natürlich deine Mitte immer finden kannst, musst du dir einen Orientierungspunkt setzen. Und das mache ich hier mit einem Kontrastfaden. Und den fädelst du dir einfach auf eine Nadel. Und führst den einmal von der linken zur rechten Seite durch den magischen Ring hier von deinem Häkelstück. Und zwar
so, dass da unten noch ein Teil rausguckt und der andere, der zeigt halt nach oben. So, das war schon mal der erste wichtige Schritt. So, und jetzt musst du dir zunächst eine Orientierungsmasche suchen, die du benutzt, um festzustellen, wann du deine erste Verschiebungsmasche häkeln solltest. Und das geht ganz einfach. Du suchst dir von deinem magischen Ring, ich lege mal den Faden hier ein bisschen auf die Seite. Du guckst jetzt hier, da ist mein Rundenanfang, und jetzt suchst du dir erstmal die Masche, die halt gerade da drunter ist. Ja, also das wäre jetzt hier diese Masche von meinem magischen Ring, da unten. Und diese Masche, die ist jetzt zunächst mein Orientierungspunkt bis zu meiner ersten Verschiebungsmasche. Das heißt, ich lege hier meinen Orientierungsfaden immer ganz genau mittig auf diese Masche drauf. Natürlich halt, also so, dass der Faden halt mittig ist und der Kreis auch mittig in 2 Hälften geteilt ist. So, und wenn ich mir den jetzt so über diese Masche lege und nach oben lege auf meinen aktuellen Rundenanfang, dann sehe ich hier, ich bin jetzt gerade. So, das heißt, ich würde jetzt hier keine Verschiebungsmasche häkeln. Jetzt müsst ihr natürlich noch wissen, woran man erkennt, dass man eine Verschiebungsmasche häkeln muss. Und das zeige ich euch jetzt als nächstes. Ich werde jetzt ein paar Runden häkeln, bis ich an dem Punkt bin, wo ich eine Verschiebungsmasche häkeln muss. So, ich habe jetzt ein paar Runden weiter gehäkelt. Natürlich ist das jetzt kein flacher Kreis mehr, sondern dadurch, dass ich hier keine Zunahmen mehr mache und immer auf meinem 30 Maschen bleibe, entsteht hier jetzt langsam mein Amigurumi-Körper. Ja? So, und jetzt ist Folgendes passiert. Hier unten, da wo jetzt der Markierungsfaden drüber liegt, da war ja meine Masche vom magischen Ring, die ich mir als Anhaltspunkt nehmen wollte. Hier könnt ihr auch, wenn ihr das schlecht seht oder nicht erkennen könnt später mehr, euch eine Markierung rein noch machen mit einem Maschenmarkierer oder einer Stecknadel oder so. Da müsst ihr aber dann aufpassen, dass ihr euch nicht piekst, wenn ihr da häkelt. Dann seht ihr das vielleicht ein bisschen besser. So, ich habe jetzt hier mein Häkelstück mittig gefaltet, und jetzt, wenn ich diesen Hilfsfaden hier, meinen Markierungsfaden, mittig über die Masche da unten nach oben lege, dann sehe ich, dass sich mein runden Anfang hier um eine komplette Masche nach rechts verschoben hat. Und wenn das der Fall ist, nur dann kommt hier in diese Masche eine Verschiebungsmasche. Nur wenn ihr hier eine komplette Masche frei habt. Das heißt, wenn der Faden jetzt hier, sagen wir mal, so auf dieser Masche hier liegen würde, sieht jetzt bei mir natürlich schief aus, dann würdet ihr keine Verschiebungsmasche machen, denn dann wärt ihr noch mittig. Ihr macht die nur, wenn ihr hier eine komplette Masche dazwischen frei habt, heißt quasi, sich euer Rundenanfang um eine komplette Masche nach rechts verschoben hat. Also hier unten mittig über die anfangs gemerkte bzw. markierte Masche, wenn ihr euch die markieren wollt, den Faden gerade nach oben legen, und dann habe ich jetzt hier eine freie Masche und würde jetzt eine Verschiebungsmasche häkeln. Und das geht total einfach, um jetzt die Runde auszugleichen, und zwar so auszugleichen, dass der Rundenanfang wieder mittig ist, häkelt ihr jetzt einfach die Verschiebungsmasche. Da macht ihr jetzt in der Regel dann ja die feste Masche, wie bei eurem Amigurumi auch. Es geht ja in festen Maschen jetzt noch weiter. Und dann ist diese Masche hier jetzt meine Verschiebungsmasche. Wichtig, diese Masche, die ist keine Zunahme, die ist nur der Ausgleich dafür, um wieder einen geraden, runden Anfang zu haben. Das heißt jetzt Folgendes. Die erste Masche der neuen Runde ist nicht die Verschiebungsmasche,
sondern hier die nächste Masche, die kommt. Und die Verschiebungsmasche, die wird zur letzten Masche der nächsten Runde. Und in diese häkelt ihr dann nochmal hinein. Ihr lasst die nicht aus, denn dann hättet ihr nicht mehr in meinem Fall 30 Maschen, sondern nur noch 29. Die Masche ist nur eine Ausgleichsmasche. So, und damit ihr jetzt einen neuen Anhaltspunkt habt, weil das mit der Zeit ein bisschen schwierig ist, euch nur da unten an der Masche zu orientieren, macht ihr jetzt Folgendes. Ihr nehmt euch jetzt euren Markierungsfaden hier von innen und legt den hier so nach vorne. Und dann habt ihr quasi diesen Punkt als neue Orientierung für den weiteren Verlauf. So, das heißt, ich mache jetzt die nächste Runde und hier ist dann diese Masche, die erste Masche der nächsten Runde, die jetzt kommt. Und meine Verschiebungsmasche ist die letzte Masche der Runde, die jetzt kommt. Ich häkel jetzt mal noch mal weiter und zeige euch dann noch mal, wie das dann aussieht. So, ich habe jetzt hier in meinem Fall 2 Runden weiter gehäkelt und wenn ich mir jetzt hier meine neu gesetzte Markierung ansehe und die mittig nach oben lege, dann kann ich erkennen, dass sich hier wieder meine Runde um eine komplette Masche nach rechts verschoben hat. Ich habe hier wieder eine komplette Masche frei. Ihr könnt euch auch zur Kontrolle hier euren Anfangsfaden noch einmal nach oben legen, wieder hier unten über eure zu Anfangs gemerkte Masche und dann könnt ihr auch sehen, dass ihr da wieder eine Masche frei hättet. Das heißt, ich würde jetzt wieder eine Verschiebungsmasche häkeln. Ich zeige euch noch einmal, wie das funktioniert. Und zwar häkelt ihr jetzt die Verschiebungsmasche. Das ist dann eine feste Masche bei eurem Amigurumi. Ja, meistens nur in festen Maschen gehäkelt. Und nochmal hier zur Wiederholung und auch Erinnerung, diese Verschiebungsmasche ist keine Zunahme. Die Verschiebungsmasche wird zur letzten Masche der nächsten Runde und ihr behäkelt diese so, als wäre, also wie die letzte Masche der Runde, die jetzt kommt. Ihr setzt euch eine neue Markierung, indem ihr hier euren Markierungsfaden schön mitnehmt. Den legt ihr wieder vor die Verschiebungsmasche und beginnt dann die neue Runde mit der nächsten Masche. Das ist die erste Masche der nächsten Runde. Und jetzt häkelt ihr wieder weiter, bis ihr wieder um eine Masche nach rechts verrutscht seid. So, ich habe jetzt wieder einige Runden weiter gehäkelt und jetzt seht ihr hier meine letzte Markierung und jetzt kann ich wieder ganz klar erkennen, dass meine Runde sich wieder um eine komplette Masche hier nach rechts verschoben hat. Und jetzt würde ich wieder eine Verschiebungsmasche häkeln. Und so geht das immer weiter. Also ein ganz simpler Trick eigentlich, um eure Häkelarbeit gerade und symmetrisch zu halten. Jetzt könntet ihr natürlich noch die Frage haben, ja, was ist denn jetzt, wenn ich Abnahmen habe? Ganz einfach, dann wird die Verschiebungsmasche im Muster gehäkelt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die letzten beiden Maschen der Runde abnehmen würdet, dann würdet ihr auch die Verschiebungsmasche abnehmen. Die Verschiebungsmasche wird immer zur letzten Masche eurer Runde. Und ihr behäkelt diese Masche immer genauso, wie es auch laut Anleitung der Fall wäre.
Ja, mehr gibt's dazu eigentlich gar nicht zu erklären. Ihr könnt mir sehr gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr damit schon irgendwelche Erfahrungen gemacht habt oder ob ihr vielleicht noch einen besseren Trick rausgefunden habt, wie ihr diese Verschiebungsmaschen häkelt. Und ja, das ist jetzt so mein Trick, wie ich das so mache. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen und viel Spaß beim Nachhäkeln.